Hallo, ich bin Nikita von Urban Bikes und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Schutzblech und Gepäckträger an eurem Urban Bike montiert. Um das hintere Schutzblech zu montieren, muss das Hinterrad ausgebaut sein. Wie das funktioniert, zeigen wir euch in einem speziellen Video hierzu. Wir beginnen mit dem vorderen Schutzblech. Für die Montage des vorderen Schutzblechs benötigen wir einen Torx 25 und einen Imbus 4 mm. Zunächst wird das vordere Schutzblech an der Gabelkrone fixiert. Hierfür muss zuerst die Schraube aus der Gabelkrone entfernt werden mit dem 4 mm Imbusschlüssel. Auf der Schraube bereits vorbereitet sind eine Metall- und eine Kunststoffunterlegscheibe. Die Kunststoffunterlegscheibe muss zwischen das Schutzblech und den Rahmen und die Metallunterlegscheibe zwischen den Schraubenkopf und das Schutzblech auf die andere Seite. Das Schutzblech wird einfach auf den Reifen aufgelegt, die Schraube angesetzt und festgedreht. Die meiste Reifenfreiheit zwischen Reifen und Schutzblech wird erreicht, wenn das Schutzblech maximal nach oben gezogen wird und dann fixiert. Wichtig ist, dass bereits an diesem Punkt darauf geachtet wird, dass das Schutzblech mittig über dem Vorderrad ausgerichtet ist. Im nächsten Schritt werden die Schutzblechstreben mit der Gabel verbunden. Hierfür wird der Torx 25 Schlüssel benötigt. Die Unterlegscheibe soll sich zwischen Strebe und Schraubenkopf befinden. Das gleiche passiert auf die gleiche Art auf der anderen Seite der Gabel. Ist das Schutzblech fest montiert, wird überprüft, ob es über den gesamten Bereich mittig über dem Reifen liegt. Natürlich darf es bei der Schutzblechmontage keinen Kontakt zwischen dem Reifen und dem Schutzblech geben. Kommen wir als nächstes zum hinteren Schutzblech und zum Gepäckträger. Sollten Schutzblech und Gepäckträger separat vorliegen, erkläre ich euch zuerst, wie man diese beiden verbindet. Für diese Montage werden benötigt eine Schraube, ein Ausgleichsstück, eine Unterlegscheibe, eine Mutter, ein Kunststoffspacer, einen 3 mm Imbus und eine 8 mm Nuss bzw. Maulschlüssel. Zuallererst wird die Schraube durch den Gepäckträger durch das vorgesehene Loch geführt, der Abstandshalter auf die Schraube aufgeschoben und zu guter Letzt die Schraube im dafür vorgesehenen Loch im Schutzblech platziert. Das Ausgleichsstück muss so auf der Schraube montiert werden, dass die glatte Seite vom Schraubenkopf weg zeigt und die abgeflachte Seite des Ausgleichsstücks zum Gepäckträger. Als nächstes werden die Unterlegscheibe und daraufhin die selbstsichernde Mutter auf das Gewinde aufgedreht. Die Mutter wird mit der 8 mm Nuss bzw. dem Maulschlüssel festgehalten und gerade so festgedreht, dass sich das Distanzstück zwischen Gepäckträger und Schutzblech beginnt leicht zu verformen und an die Konturen anzupassen. Im nächsten Schritt montieren wir das Schutzblech bzw. das Schutzblech und den Gepäckträger am Rad. Für die Befestigung am Rahmen benötigen wir einen Torx 25. Die Reihenfolge der Unterlegscheiben und Spacer ist bei der Montage des hinteren Schutzbleches besonders wichtig. Die Schraube wird von innen am Schutzblech befestigt und zuerst mit einer Metallunterlegscheibe, daraufhin einer großen Kunststoffunterlegscheibe versehen, am Schutzblech eingebracht und von der gegenüberliegenden Seite mit der dicken Kunststoffunterlegscheibe bestückt. Damit sich die Schutzblechschrauben nicht lösen, empfehlen wir an dieser Stelle eine hochfeste Schraubensicherung. Sind die obere Schraube und alle Unterlegscheiben in ihrer Position, wird das Ganze an der Befestigungsstelle zwischen den Stützstreben festgeschraubt. Ist die erste Schraube fixiert, haben wir freie Hände, um die restlichen Schrauben zu positionieren. Das Vorgehen bei der Schraube im Tretlagerbereich ist das gleiche wie bei der oben zwischen den Stützstreben. Zuerst wird die Metallunterlegscheibe, dann die Kunststoffunterlegscheibe aufgebracht und der dicke Kunststoffspacer wird zwischen Schutzblech und Rahmen befestigt. Auch an dieser Stelle empfehlen wir die Verwendung eines hochsicheren Schraubenklebers. Zu guter Letzt werden die Schutzblech- und Gepäckträgerstreben an den Ausfallenden fixiert. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass die Schutzblechstreben innerhalb der Gepäckträgerstreben montiert werden. Sind alle Schrauben zwischen Gepäckträger, Schutzblech und Rahmen festgeschraubt nach den vorgegebenen Drehmomenten laut Anleitung, kann das Hinterrad wieder eingebaut werden. Falls ihr Fragen zur Montage von Einzelteilen habt, wendet euch bitte an euren lokalen Bikeshop oder wendet euch an unser Serviceteam. Vielen Dank und bis bald!